Unter den Klängen einer Militärkapelle und dem Jubel seiner Landsleute traf Präsident Kennedy heute Morgen auf dem amerikanischen Flughafen Erbenheim bei Wiesbaden ein. Einige tausend Armeeangehörige drängten sich am Flugfeld, um ihren Staatschef am letzten Tag seines Deutschlandbesuches zu begrüßen. Präsident Kennedy erreichte Erbenheim gegen 8:30 Uhr. In seinem Wagen befanden sich US-General Landon und Ministerpräsident Dr. Georg August Zinn. Die amerikanische Luftwaffe hatte zu Ehren des Präsidenten eine Waffenschau vorbereitet, die das amerikanische Staatsoberhaupt sozusagen im Vorbeifahren besichtigte. Trotz der frühen Morgenstunden hatten sich auch in Erbenheim etwa 5000 Menschen eingefunden. Ohne das sonst übliche große militärische Zeremoniell verabschiedete sich Präsident Kennedy von seinen Begleitern, der Polizeieskorte und den geduldig am Rande wartenden Besuchern. Gegen 8:45 Uhr bestieg John F. Kennedy die bereitstehende Düsenmaschine und startete, verabschiedet von Ministerpräsident Dr. Georg August Zinn und US-General Landon, zur letzten Station seines Deutschlandbesuches nach Berlin. Und so sah es gestern Abend im Frankfurter Waldstadion aus. Nachdem Präsident Kennedy die Frankfurter City durch ein dichtes Spalier tausender begeisterter Menschen verlassen hatte, trafen die Polizeieskorte und der Wagen mit dem Präsidenten kurz nach 18 Uhr auf der Hauptkampfbahn des Waldstadions ein. Vier Hubschrauber standen bereit, um die hohen Gäste zur hessischen Landeshauptstadt zu bringen. Wiesbadens Bevölkerung aber bereitete dem amerikanischen Staatschef einen Empfang, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte. Mehr als 200.000 Menschen, also fast alle Einwohner der Landeshauptstadt, waren auf den Straßen und ihre Begeisterung kannte keine Grenzen. Auf der Freitreppe vor dem festlich geschmückten Kurhaus empfing Ministerpräsident Zinn den hohen Gast. Der hessische Regierungschef hatte zu einem Staatsempfang geladen, an dem prominente Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur teilnahmen.
Mr. President, ladies and gentlemen, Ministerpräsident Dr. Georg August Zinn begrüßte seine Gäste und sagte unter anderem: Ich freue mich, Sie, Exzellenz, den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika in Wiesbaden, der Hauptstadt des Landes Hessens, begrüßen zu können. Für Ihren Besuch danken Ihnen Volk und Regierung und vor allem ich als Staats- und Regierungschef. Ihr Besuch ist Sinnbild der tiefen Freundschaft zwischen zwei Völkern, die noch vor einem Menschenalter Gegner gewesen sind und innerhalb der letzten 50 Jahre in zwei blutige Kriege miteinander verwickelt waren. Dem amerikanischen Volke ist es vor allem zu verdanken, dass das Regime der deutschen Gewaltherrschaft zusammenbrach. Von der Unterdrückung jener Zeit hat es zusammen mit anderen Völkern der westlichen Welt die Deutschen in der Bundesrepublik gefreit und sie vor jener Unterdrückung bewahrt, der die Deutschen jenseits von Elbe und Thüringer Wald seit 18 Jahren ausgeliefert sind. Das Jahr 1917 war im Rheingau ein besonderes Jahr. Es ist das Jahr Ihrer Geburt, zugleich aber auch der Jahrgang der Geburt eines Weines, den ich Ihnen in das Hotel schicken werde. Sie haben, Herr Präsident, den Wunsch geäußert, möglichst viele unserer Landsleute persönlich kennenzulernen. Auch dazu wird dieses Zusammensein Gelegenheit geben. Ich trinke auf Ihr Wohl, Exzellenz, und auf das Wohl der großen amerikanischen Nation. The year 1917 was therefore really a good one. And now, Mr. President, to your good health and to the prosperity of the great American nation. Präsident Kennedy sagte: Mr. President, Mr. Minister, ladies and gentlemen. Zunächst möchte ich Ihnen, Herr Präsident, für den herzlichen Empfang, den Sie mir bereitet haben, danken. Vielen Dank auch dafür, dass Sie Tausende von Amerikanern in Ihrem Lande beherbergen. Sie haben in einem sehr netten Ton von dem Verhältnis von Deutschen und Amerikanern gesprochen. Aber ich weiß, dass es nicht immer leicht ist, 160.000 Gäste in Ihrem Lande zu wissen. Wir danken Ihnen, dass die Beziehungen zwischen unseren Soldaten und diesem Lande so harmonisch sind, dass unsere Soldaten sich wohl in diesem Lande fühlen, das nicht zuletzt eine Folge des großzügigen Willkommens Ihrer Bürger gegenüber unseren Soldaten ist. Citizens of the United States indicate how generous has been your welcome to them, and what a great effort you've made to make them feel at home. I appreciate the wine I was given on my birthday. Ich danke Ihnen für den Wein, den Sie mir geschenkt haben. Vor einem Jahr habe ich zu meinem Geburtstag ein gutes Fläschchen bekommen. Probiert habe ich ihn allerdings noch nicht. Ich habe ihn zurückstellen lassen, damit er im Laufe der Zeit reifer und edler wird. In meinem Schreibtisch habe ich ein Kuvert für meinen Nachfolger, das er nur in Stunden der Sorge öffnen soll. In ihm steht geschrieben: Fahren Sie nach Deutschland. The office of the White House, whenever that may be, I'm going to leave an envelope in the desk for my successor, and it will say to be opened only in the saddest moments. So it will have only the words written, "Go visit Germany."